willkommen allerseits. Let's begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, I thank you once more for this day, for your blessings. danke ein weiteres Mal für diesen Tag und all deine Segnungen. I thank you also now for this study that we want to do. Und ich danke dir auch jetzt für dieses Studium, die wir tun wollen. And I want to ask you for a blessing that you will help us to open our eyes. Und ich möchte bitten um deinen Segen, dass du uns helfen mögest, unsere Augen aufzutun. And please lead brother Lord that he will be clear in what he wants to present. Und bitte sei mit Bruder Lorenz, dass er klar sein möge in das, was er vortragen möchte. And also, of course, I want to ask you that you help with translation technique and us as a class. Und bitte hilf auch die Übersetzung und die Technik und auch uns hier als eine Klasse. And please send the 290 to lead us into the truth. Sorry. The 290. Also bitte sende den zwei Gesalbten, die uns in die Wahrheit hineinführen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay. So, then good evening. So, guten Abend ein weiteres Mal. And this evening worship we want to continue with this thought from yesterday evening. Und an diesen Abendandacht jetzt wollen wir diese Gedanke von gestern Abend fortsetzen. Because yesterday evening we looked at this pattern of these little time of pieces. So, gestern Abend haben wir diesen Muster angeschaut von diesen kleinen Zeiten des Friedens. Or rather little times of peace. Diese Zeiten des Friedens. And we saw basically that there's this pattern, you have a little time of peace, then you have false prophets coming up. Right? Wir haben diesen Muster gesehen, dass es gibt eine kleine Zeit des Friedens und dann kommen diesen falschen Propheten herauf And they bring down fire from heaven. und sie bringen das Feuer vom Himmel herab. And then again a little time of peace, and the next lot of false prophets. Und wieder eine kleine Zeit des Friedens und die nächste Gruppe von falschen Propheten. And they again bring down fire. Und wieder bringen sie Feuer vom Himmel herab. And then at the end, for instance, illustrated with first the three friends of Job and then Elihu, right? Came at the end. Und dann wieder am Ende haben wir gesehen, dasselbe Muster wie durch die drei Freunde von Hiob und dann am Ende Elihu. Okay, but before Elihu came, Aber noch bevor Elihu kam, who is also a false prophet, and he brings down fire from heaven. der auch ein falscher Prophet ist und der Feuer vom Himmel herabbringt. We saw the three friends did what? Wir haben gesehen, dass die drei Freunde taten was? Ceased. They ceased, Sie right? hörten auf. They were these raging waves that ceased, and then we saw it illustrates a little time of peace. Okay. Sie waren diese drei Freunde, also diese tobende Wellen, und die haben aufgehört und das stellt diese kleine Zeit des Friedens dar. Okay, so and therefore we can see, this pattern always little time of peace, false prophets, little time of peace, false prophets, little time of peace, false prophet. Und deswegen können wir diesen Muster hier erkennen: kleine Zeit des Friedens, falsche Propheten, kleine Zeit des Friedens, falsche Propheten, kleine Zeit des Friedens, falsche Propheten. Okay, and when we also put down now our fractal here from 2020, Und wenn wir unsere Fraktal hier von 2020 hier überlegen, we can see based upon this pattern that before we have this vaccination test, there's at least in principle a little time of peace. wir können basierend auf diesem Muster hier sehen, dass zumindest im Prinzip vor diesem Impfzwang hier gibt es diese kleine Zeit des Friedens, Well, certain part, sorry. der Schlangenbiss. Okay, so and but we always need to understand, we need to look in which fractal we are, right? Aber wir müssen immer verstehen, wenn wir das anschauen, in welchem Fraktal wir uns befinden. And the lower the fractal, the smaller the manifestation of it. Okay. Und je kleiner das Fraktal ist, desto
geringer oder kleiner der Manifestation des Prinzips zu sehen ist. Okay. So therefore, in our time, it's just you just need to see some principles of it, and then you can see how it gets illustrated there. Okay. So in unserer Zeit, wir müssen nur einige der Prinzipien davon erkennen, um zu sehen, wie es dargestellt ist. Okay. And we want to look at this now a little bit closer. Und das wollen wir jetzt etwas näher anschauen. Okay, let's read here this first quote from First Testimonies, So in den Notizen, wir wollen diesen ersten Zitat von 1t lesen, 268. 268. It says, I was shown the inhabitants of the earth in the utmost confusion. War, bloodshed, privation, want, famine, and pestilence were brought in the land. So, this historically, what was this? So historisch, was war diese Zeit? It's First World War, Das war right? der Erste Weltkrieg. Okay. And then jump down to the next paragraph. Und jetzt zur nächsten Absatz. My attention was then called from the scene. There seemed to be a little time of peace. So here's this little time of peace. Hier diese kleine Zeit des Friedens. Once more the inhabitants of the earth was presented before me, and again everything was in the utmost confusion. Strife, war and bloodshed, with famine and pestilence raged everywhere. Okay, and this was then the Second World War, right? Das war dann der Zweite Weltkrieg. Okay, and how do we apply this to our time here at the end of the world in the perfect sense? Und im perfekten Sinne, wie wenden wir das hier am Ende der Welt an? As the two Sunday laws, right? Zwei Sonntagsgesetze. The First and Second World War is the two Sunday laws, and in between you have the little time of peace. Die Erste und Zweite Weltkriege stellen die zwei Sonntagsgesetzkrisen dar und in der Mitte von den beiden gibt es diese kleine Zeit des Friedens. But basically, you have this same pattern of two times of trouble also inside the Sunday law, right? Und du hast denselben Muster von diese zwei Zeiten des Trübsals sogar innerhalb des Sonntagsgesetzkrisen. And so here, first time of trouble, little time of peace, second time of trouble. Erste Zeit des Trübsals, kleine Zeit des Friedens und dann zweite Zeit des Trübsals. So, and that's this pattern. Okay. Und dies ist eben das Muster. Okay, and what is it that basically initiates this time of trouble in the Sunday law crisis? Und was ist es, was diese Zeit des Trübsals startet in der Sonntagsgesetzkrise? What is it? Was ist es? Okay, let's go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, to secure popularity and patronage, legislators will yield to the demand for a Sunday law. Okay, so what will they do? Was werden sie tun? Das Verlangen ein Sonntagsgesetz nach. They will issue a Sunday law, right? Also sie werden ein Sonntagsgesetz erlassen, Okay, in order to please the people, right? die Leute gefällig zu sein. Okay. Next paragraph. Nächster Absatz. By the decree enforcing the institution of the papacy, in violation of the law of God, our nation will disconnect herself fully from righteousness. So this decree is therefore which decree? So dieses Dekret ist deswegen welche Dekret? It's the Sunday law. Das Right? ist der Sonntagsgesetz. Okay, so it's the Sunday law because it enforces here the institution of the papacy, which is the Sunday, right? So, es ist das Sonntagsgesetz, ist das Dekret der Papsttum unterstützt und das ist Sonntag. Okay, and then it says, when Protestantism shall reach her hands across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, when under the influence of this threefold union our country shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government, and shall make provision for the propagation of papal falsehoods and delusions, then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan and that the end is near. Okay, so clearly Sunday law, right? So es ist klar, dass es das Sonntagsgesetz ist. Okay, and the Sunday law, the beginning of the Sunday law marks a... okay. Yes, it's the time of trouble. Das Anfang vom Sonntagsgesetz markiert was? Also Zeit des Trübsals, But ja. it's a... Es what? ist ein, What does she say here? was sagt sie hier? It's a decree. Es ist ein Okay. Dekret. So, therefore this trouble here is beginning with this decree. So deswegen diese Zeit des Trübsals fängt mit diesem Dekret an.
Yes, everybody sees this? Kann jeder das sehen? Okay. And then she compares it now with Cestius. Und sie vergleicht das jetzt mit Cestius. In the next paragraph she says, In der nächsten Absatz sagt sie Folgendes. as the approach of the Roman armies was a sign to the disciples of the impending destruction of Jerusalem, so may this apostasy, and the apostasy she spoke about was this Sunday law decree, So dieser Abfall, von dem sie hier spricht, ist dieses Sonntagsgesetz, Dekret. so may this apostasy be a sign to us that the limit of God's forbearance is reached, that the measure of our nation's iniquity is full, and that the angel of mercy is about to take a flight, never to return. The people of God will then be plunged into those scenes of affliction and distress which prophets have described as the time of Jacob's trouble. Okay, so at the Sunday law, what begins? So, was fängt am Sonntagsgesetz an? Time of Jacob's trouble. Time of Jacob's trouble. Die Zeit von Jakobs Trübsal. But Sister White says it's not yet the trouble of the 7 last plagues, right? Aber Ellen White sagt, es ist noch nicht der Zeit des Trübsals des 7 letzten It only Plagens. typifies it. Es schattet sie nur voraus. It's the little time of trouble. Es ist das kleine Zeit des Trübsals. Okay. And she compares it with Cestius, right? Und sie vergleicht das hier mit Cestius. Okay, Cestius is therefore is illustrating this decree. So deswegen, Cestius stellt dieses Dekret hier dar. Okay. And this is important Und dies ist wichtig, because when we go now to the livestream group, I posted there also a quote. denn in der Livestream-Gruppe unter den Notizen ist noch ein weiteres Zitat gepostet worden. Wenn wir da jetzt hingehen. And this speaks about the 7 last plagues here. Und dieses Zitat spricht über die 7 letzten Plagen. It says, I saw that the 4 angels would hold the 4 winds until Jesus' work was done in the sanctuary, and then will come the 7 last plagues. These plagues enraged the wicked against the righteous. They thought that we had brought the judgments of God upon them, and that if they could rid the earth of us, the plagues would then be stayed. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Then all the saints cried out with anguish of spirit and were delivered by the voice of God. The 144,000 triumphed. Their faces were lighted up with the glory of God. Okay, so where is this to be marked? So, wo soll dies markiert werden? It's the 6th plague, right? Also der 6. Plage. Okay, so it's at the 6th plague where they make this decree here. Es ist an der 6. Plage, wo die diesen Dekret erlassen. Okay, so therefore we can see here also is this decree. Right? So, deswegen können wir sehen, dass auch hier ist diese Dekret. And Sister White says, Jacob's trouble. Sister White says this is Jacob's trouble, right? Ellen White sagt, dass dies Jakobs Trübsal ist. Every time you see the 12th fixed day, Yes. it's Jacob's trouble. Trouble. But also then she says this is Jacob's trouble. Aber dann sagt sie auch, dass dies Jakobs Trübsal ist. Okay. And what did we see? What did she say? Who comes together here? Was sagt sie? Wer ist es, der hier zusammenkommt? Threefold union. Right? Die dreifaltige Union. But in Revelation 16, at the 6th plague, who comes together? Aber in Offenbarung 16, an der 6. Plage, wer ist es, der zusammenkommt? The threefold union. Der Right? dreifaltige Union. It's the spirits of the dragon, the beast, and the false prophet. Die Right? Geister von Drachen, Tier und falscher Prophet. Okay, so we can basically see the same pattern over and over again. So, Right? wir können dadurch denselben Muster wieder und wieder erkennen. So therefore we can see that this trouble is marked with this decree here. So, deswegen können wir sehen, dass diese Zeit des Trübsals ist durch diesen Dekret hier markiert. But here, this next time of trouble is also marked by a decree. Aber hier Okay. können wir sehen, diese nächste Zeit des Trübsals ist auch durch eine Dekret markiert. Yes. Amen. Okay, so in this vaccination, therefore it's a vaccination, a serpent bite. What kind of a serpent bite? Und was ist das für ein Schlangenbiss? What do you mean? Unrighteous. It's a serpent bite decree. Es Okay. ist ein Schlangenbiss-Dekret. Alright, yeah. Yes, Amen. is it? Ist es das? Yes, so they issued a decree. So, Right? die haben ein Dekret erlassen. Okay, so therefore the time of trouble should be started with the decree.
Okay? Deswegen der Zeit des Trübsals soll gestartet werden durch ein Dekret. And because it's Jacob's time of trouble, it begins with this decree. Weil Right? Jakobs Zeit des Trübsals fängt mit diesem Dekret an. Why Yes. is the decree a serpent's bite? No, the serpent bite decree. Yeah, I know, that's what you said. I'm asking you why. That's what I'm saying. I mean, the serpent's bite is when it actually bites you. But I'm saying, why is the decree a serpent's bite? No, it's a decree. I mean, here it will be a son-in-law decree, right? Yeah, they're all son-in-law decrees. Yes. No, what I mean is son-in-law decree, and it's always the decree when they make the law. This is when basically the trouble begins. Yes. Yeah. I think Okay. you asked what kind of serpent bite is this in the decree. That's I think where you misunderstood because it's not proper grammar. Yeah, it wasn't proper grammar, that's why I was thinking, what did you mean by that? No, what I mean by that is this decree about the serpent bite. This is what typifies this decree at the sixth plague. So diese Dekret über der Schlangenbiss schattet diese Dekret am 6. Plage voraus. Okay, sorry, I'm maybe just not grasping it, so maybe I'm being a bit slow this evening. Okay, so I don't know to use proper English. The vaccination mandate. Oh, okay, you're using that, okay. Yes. Okay. Now everybody gets what I want to say. Gebannt. So, jeder weiß, was ich da sagen möchte. All right. So, yeah. So it's this decree here that would issue in this time. Es Okay. ist dieses Dekret, der in dieser Zeit erlassen wird. Okay. So, and however, what can we see, for instance, in Germany? So, nichtsdestotrotz, was können wir in Deutschland sehen Ja. zum Beispiel? Did they plan to make this decree? So, haben sie einen Plan gehabt, um diesen Dekret zu erlassen? Yes. And what was the original plan? Ja, wohl. Und was war ihr ursprünglicher Plan? Das kommt hier. When did they want to implement it? Ja. Yeah, they wanted to implement it by February or March. They said, Sie right? wollten es so Februar, März einsetzen. Okay, but what happened now? Aber was geschah? Postponed. Yes, got postponed, right? Es ist vorausgeschoben. So they now speak about June or July or something like this. Sprechen Sie über Juni, Juli, so in der Gegend. Okay. And what happened here in Austria? Was geschah hier in Österreich? I mean, it now passed today, right? Also heute ist dieses Dekret erlassen worden. But is it how it was intended? Aber ist es, wie sie es ursprünglich beabsichtigte? No. Can they really enforce it at the moment? Nein. Können Sie es aufzwingen im Moment? Oder, durchsetzen? Durchsetzen im Moment? No. Nein. Why not? Warum nicht? Yes, the technical equipment is not ready yet that they can really enforce it, and therefore they say basically, okay, until it's ready, only if you get controlled by a police control accidentally, they might check your status. Okay. So, die technische Equipment. Yeah, the technical Ausrüstung. Yeah. So, die technische Ausrüstung ist noch nicht vorhanden, also ausführlich, und bis das der Fall ist, können Sie es nicht richtig einsetzen. So, es sei denn, dass du zufälligerweise von Polizist kontrolliert wirst, dann kannst du nicht wirklich geprüft werden. And the police already said they don't want to do it. So, Okay. die Polizei haben bereits gesagt, dass sie dies nicht machen wollen. Okay, so it's basically a law, but has no effect at the moment. Okay. Im Grunde ist es zwar ein Gesetz, aber es hat keine Füße im Moment. Okay, and therefore, in this sense, it also got postponed as it was to be enacted. Okay. So, in diesem Sinne ist es auch vorausgeschoben, nachgeschoben. Nach hinten geschoben. Es ist also es ist nicht eingesetzt worden, wie sie es ursprünglich geplant haben. Es ist nachgeschoben worden. Nach hinten geschoben. Nach Okay. hinten geschoben. Yes. So in this sense, we need to understand that that the Lord, He basically extended our time. Okay. Und so in diesem Sinne müssen wir erkennen, dass der Herr unsere Zeit hier verlängert hat. Okay. And that's why, at least at the moment, I believe that we are in this little time of peace. Okay, where the Lord now extended our
preparation time. Und deswegen glaube ich, dass wir uns in diese kleine Zeit des Friedens hier befinden, wo der Herr unsere Probezeit verlängert hat. And what caused the politicians to basically back off a little bit? Und was hat verursacht, dass die Politiker sich einen Schritt nach hinten genommen haben? Because they have to follow God's pattern. Yes, that's true. Weil zuerst mussten sie Gottes Can't Muster do befolgen. anything unless God lets them. Die können ja gar nichts tun, es sei denn, dass Gott erlaubt. It's obviously the true answer. Okay. Das ist der Ja, wahrste against this. Antwort. Yeah, there were so many protests, Es right? gab so viele Widersprecher dagegen. And also this Omicron variant that came, basically also they don't really have any arguments at the moment. Okay. Und diese Omikron-Variant, der auftauchte, die haben keine Argumente dafür. So, but at the moment, who's the power in charge? Who's pushing the serpent bite? Aber gerade jetzt, wer ist der treibende Macht? Wer treibt diese Schlangenbiss voran? Biden. So, Yes, Biden, the South, right? Biden, der Süden. Okay, it's a southern agenda, This right? is It's the fine. Great Reset. Südliches Agenda, also dieses große Neustart. Okay, so, and who are the people mainly that oppose this plan? Und wer sind hauptsächlich diejenigen, die diesem Plan widerstehen? Fascist conspiracy theorists. Sogenannten faschistische Verschwörungstheoretiker, Yes. so genannt. But it's true that it's mainly the people with a northern mindset, right? Aber das ist wahr, es ist hauptsächlich diejenigen mit einer nördlichen Gesinnung. And you can see it in America. Und du kannst das in den USA sehen. In America, the Democrats, they're all, like the majority of the Democrats are for it. So in Amerika, also hauptsächlich die Mehrheit der Demokraten sind dafür, But the majority of Republicans are against it. aber die Mehrzahl von den Republikanern stehen dagegen. Okay, and therefore we can see it's the northern people, first and foremost, that basically at the moment objected. Right? Deswegen können wir sehen, hauptsächlich im Großen und Ganzen, es sind die nördlichen Gesinnten, die dagegen stehen. Okay, and it's like at the moment everything almost like upside down. Okay, Im Moment scheint, als wäre alles umgekehrt. because also the interesting point was, I noticed this, for instance, back then when Black Lives Matter protested. Und der interessante Punkt ist, und damals habe ich das erkannt, zu der Zeit, wo diese Black Lives Matters protestierte, Who was supporting them? wer hat sie unterstützt? The Democrats. Yeah, the Democrats, Die right? Demokraten, The der South. Süden. Okay, and they were basically portraying themselves as being the deliverer of the slaves, Yes. right? Sie haben sich so gegeben als die Befreier der Sklaven. But historically, this is who were the ones who were the slaveholders? Aber historisch gesehen, wer waren die Sklaventreiber? Was the Das South, war der right? Süden. And in the South, it was the Democrats back then. Yes. Okay. Im Süden damals war die Demokraten. The Okay. Ku Klux Klan were Democrats. And Yes. Die KKK war Demokraten. So therefore, yeah, it's like somehow twisted around. Okay. So, irgendwie ist es verkehrt rum. And also now that the South is ruling, it's now the North opposing it. Okay. Und jetzt, wo der Süden regiert, ist es der Norden, der es widersetzt. And many of the northern-minded people, they are either basically going along with it, because we understand when the Sunday law comes, what will the South do? Und viele für den Nordgesinnten, die einfach laufen damit. Aber wir wissen, wenn der Sonntagsgesetzkrise kommt, was werden die Süden tun? Because some get the mark of the beast on the forehead, right? You didn't answer your own question. Yeah, because I answered. Okay. So, einige erhalten den Malzeichen des Tieres am Stirn. And who are those that receive it on the forehead? Und wer sind diejenigen, die es am Stirn erhalten? North. That are in agreement Yeah. with the decree. Exactly. Im Norden, diejenigen, die in Übereinstimmung sind mit der Dekret. In this illustration, principally would be the South. So, und diese Darstellung hauptsächlich, es wird der Süden sein. Exactly. So when the Sunday law comes, the Yes. people that are convinced, that are in agreement with the Sunday law, is the northern people, So, right? wenn der Sonntagsgesetzkrise kommt, also diejenigen, die in Übereinstimmung mit der Sonntagsgesetzkrise sind hauptsächlich die nördlich Gesinnten. But then there will be also many southern people that will follow, but they will receive it on the hand. Dann wird viele südlich Gesinnten folgen, aber die werden es auf der Hand erhalten. But only because they are either get deceived, or they get forced, right? Aber nur, weil sie entweder verführt werden
oder gezwungen werden. And at the moment, the south is in control, Aber gerade jetzt ist der Süden in der Kontrolle. and the majority of the southern people, they're in agreement with it. They receive it in the sense in the forehead. Okay. Die Mehrheit der südlich Gesinnten, die in Übereinstimmung damit sind, erhalten diesen Malzeichen im Stirn. But many northern people, they will also just follow along with it because they either got deceived or basically forced based upon the circumstances. Okay. Viele nördlich Gesinnten werden auch diese Malzeichen bekommen, weil sie entweder verführt werden oder sie laufen einfach Schritt damit, wegen ihrer Umständen, dass sie zwingt, Yes. in gewissem Sinne. And just to be clear, we don't say that the serpent bite is the mark of the beast. It's just typifying it. Okay. Nur um klar zu sein, wir sagen nicht, dass diese Schlangenbiss der Malzeichen des Tieres ist, sondern es schattet sie nur voraus. Okay, but still we see the same principles. Aber dennoch können wir denselben Prinzipien erkennen. And it's just in the reverse at the moment. Und Okay. im Moment ist es nur verkehrt rum. Okay. So, and having understood this, let's go to Jeremiah 37. Und da wir das verstanden haben, gehen wir jetzt in den Notizen zu Jeremia 37. Okay. And this obviously speaks about the Sunday law crisis. Okay. Die spricht über den Sonntagsgesetzkrise. In the Sunday law crisis, the North is in charge. Und in der Sonntagsgesetzkrise, der Norden ist an der Herrschaft. Okay, but we'll see now and look at the principles and try to apply it also now to our time. Und wir Okay. werden das anschauen und die Prinzipien versuchen zu erkennen und sie unsere Zeit anzuwenden. So let's begin in verse 1. Vers 1. It says, And the king Zedekiah, the son of Josiah, reigned instead of Coniah, the son of Jehoiakim, whom Nebuchadrezzar, king of Babylon, made king in the land of Judah. But neither he, nor his servants, nor the people of the land did hearken unto the words of the Lord, which he spake by the prophet Jeremiah. And Zedekiah the king sent Jehukal, the son of Shelemiah, and Zephaniah, the son of Messiah, the priest, to the prophet Jeremiah, saying, Pray now unto the Lord our God for us. Now Jeremiah came in and went out among the people, for they had not put him into prison. Okay, so Jeremiah was not yet where? So, bis Vers 4. Und Jeremia war noch nicht wo? Prison. Was not yet in prison. Noch Okay. nicht ins Gefängnis. And where on our line do we mark the prison experience? Where Auf does it unserer begin? Linie, wo markieren wir diese Gefängniserfahrung? Yeah. No, it begins here. Right? So, es fängt hier an. Okay. So, for instance, you have Joseph, and Potiphar's wife. Geben wir Josef in der Geschichte von Potiphar, seiner Frau. What did she do daily? Was hat sie tagtäglich getan? Yeah, try to deceive him, that he would bow down to her. Hat versucht, ihn zu verführen, dass er sich sie niederbeugt. Yeah, this is Haman also, day by day, he was not bowing down to Haman. Right? Mordecai. Thank you, Mordecai. Das war Mordecai. Tag für Tag hat er sich vor Haman nicht niedergebeugt. Okay, and eventually, what happened to Mordecai? Und letztendlich, was geschah mit Mordecai? Yeah, he got what was reported, yes, and delivered up. Wurde gemeldet, also ausgeliefert. Okay, and also, what happened to Joseph? Und was geschah mit Josef? Same thing. And then he was thrust into Und prison, right? er würde, also dasselbe ist geschehen, er wurde gemeldet und ins Gefängnis geworfen. Okay, so, and for instance, Peter, he was also in prison, sleeping, right? Petrus war auch im Gefängnis am Schlafen. And who came down to him and smote him? Wer kam und hat ihn geschlagen? Der Engel, Gabriel, right? also Gabriel. Yes. And then he went through the 3 gates. Und dann right? ging er durch diesen 3 Toren hindurch, um herauszukommen. Okay, so the prison experience begins here. So, Right? diese Gefängniserfahrung fängt hier an. All right. So, but here it says Jeremiah was not yet put in prison. Aber hier in Vers 4 sagt, Jeremia war noch nicht ins Gefängnis. So he must be before this waymark. So, er muss jetzt noch vor dieser Wegmarke sein. Yes. Amen? Okay. So now let's continue. Let's read. So, Verse lesen 5. wir weiter, Vers 5. It says, Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt, and when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem. So what do we see here? So, was können wir hier in Vers 5 sehen? Who besieged Jerusalem? Wer hat Jerusalem belagert?
Yeah, the Chaldeans, right? Chaldea. Which is Babylon, Das ist Babylon. which is the Was der north, right? Nordarmee ist. Okay, it's like Cestius besieging here also Jerusalem with his decree. Right? Das ist wie Cestius, der hier Jerusalem auch belagert mit That's seinem Rome. Dekret. It's Rome. Das ist Rom. Okay, but who came now against him? Aber wer kam auf gegen ihn? Egypt. Yeah, which is the south, right? Ägypten, der Süden. Okay, so the south now came up against the north, and what did the north do? Also der Süden kam gegen den Norden auf und was tat der Norden? Fled away. Yeah, fled away, right? So, haut ab, es flüchtete weg. Abandoned the siege. So, hat den Belagerung verlassen. Okay, so therefore, when you're not besieged anymore, what is it now? So, wenn du nicht mehr belagert bist, was ist das? Peace. Time of peace, Das ist right? eine Zeit des Friedens. Okay, so therefore I want to suggest that this is now here the siege, okay, So, deswegen möchte ich vorschlagen, dass das hier ist jetzt der Belagerung, or let's say the first siege, oder der erste Belagerung, besser gesagt. and now here Pharaoh comes up, okay. Und jetzt kommt Pharao herauf. Okay, now let's continue. So, lass uns fortsetzen. Verse 6. Vers 6. Then came the word of the Lord unto the prophet Jeremiah, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army which is come forth to help you shall return to Egypt into their own land. And the Chaldeans shall come again and fight against the city, and take it, and burn it with fire. Thus saith the Lord, Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart. For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remained but wounded men among them, yet should they rise up every man in his tent, and burn the city with fire. Okay, so what is Jeremiah now predicting? What will happen? So, was sagt Jeremia hier voraus? Was wird geschehen? North will return. Yeah, the north will return. Die Right? Nordarmee wird zurückkommen. Okay. When we consider the son-in-law crisis, right? Wenn wir den Sonntagsgesetzkrise in Betracht ziehen. So the north comes up here, So, der right? Norden kommt hier herauf, Sieges, ist belagert. but we also understand here another decree is made by the north, right? Aber wir verstehen, dass auch hier ein weiteres Dekret wird vom Norden erlassen. So the reason is because it was interrupted here by the south, okay? Und der Grund, weshalb das so ist, weil der Dekret hier ist unterbrochen worden durch das Aufkommen des Südens. And so Jeremiah says now here, don't deceive yourself and think that the north would not return again, So, okay? Jeremia sagt, verführet euch nichts, indem dass ihr denkt, dass der Norden nicht wiederkommen würde. Meaning Trump won't return. Yes. At the moment is Yes, and at the moment it's the opposite way around, Yes. Im okay? Moment ist es verkehrt rum. At the moment the south is in power, So, okay? im Moment ist der Süden an der Macht. And now the northern people get more and more up against it, So, okay? jetzt kommen die nördliche Gesinnten mehr und mehr dagegen auf. And when you follow these, I don't know, I'm in different chat groups, okay? Und wenn du verfolgst diese verschiedenen Chatgroups, You can see that more and more people, influential people, actually they now openly voice against this mandate against of the serpent bite. Okay. mehr und mehr bekannte oder berühmte Menschen melden sich mehr und mehr öffentlich gegen diese Schlangenzwang. Okay. Schlangenbisszwang. Yes. All right. So, but we don't need to make it funny thinking. Okay. So, but the point is that at the moment the north gets more in the ascendancy. Okay. Aber der Punkt ist, im Moment mehr und mehr kommt die Norden in Die Oberherrschaft. Ja. die Oberherrschaft. Okay, and people already say, it's done. This mandate will not come. It's just not possible. Okay. Und die Menschen sagen mehr und mehr, also diese Zwang, diese Schlangenbisszwang, es wird nichts geschehen, also es ist unmöglich. But the Bible already says, don't deceive yourself. The south will come back.
Okay. Die Bibel sagt, verführet euch nicht, denn Süden wird sicherlich zurückkommen. And this will be surely our test. Und Okay. das wird gewiss unser Test werden. Okay, so don't listen to all these conspiracy theories and people now thinking that they can tell the future. So, hörtet nicht auf all diese Verschwörungstheoretiker und diejenigen, die behaupten, den Zukunft zu wissen. Okay, let's just continue here. So, lesen wir weiter. So let's just continue in verse 9, Vers 9, or 8 again, sorry. so Vers 8. It says, And the Chaldeans shall come again and fight against the city and take it and burn it with fire. Thus saith the Lord, Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart. For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remained but wounded men among them, yet should they rise up every man in his tent and burn the city with fire. And it came to pass that when the army of the Chaldeans was broken up from Jerusalem for fear of Pharaoh's army, then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin, to separate himself thence in the midst of the people. So here when now the Chaldeans left, what did Jeremiah do? So hier, als die Chaldäer weggingen, was tat Jeremia? Yeah, he left Jerusalem, right? Er hat Jerusalem verlassen. He basically fled from Jerusalem. Er Okay. hat geflüchtet von Jerusalem her. Okay. And what is Jerusalem? Und was ist In Jerusalem? one illustration. Eine Darstellung. The cities, yes. Das ist die Städte. So fleeing out of the cities, okay? So aus den Städten flüchten. Because it will surely come back. Weil Okay. diese Belagerung wird gewiss wiederkommen. Yes. Amen. So, and as I understand it, this is now a time that the Lord still grants us that we can come out of the cities before then this test really begins. Und so wie ich das verstehe, ist, dass der Herr gewährt uns diese Zeit hier, um aus den Städten herauskommen, noch bevor diesen Zwang aufkommt. And the majority of us is already out of the cities, but there's still a few remaining. Okay. Und die Mehrheit von uns sind bereits aus den Städten hinaus, aber es gibt einige noch in den Städten. And maybe that's the reason why the Lord gave us now a little bit more time. Und vielleicht gerade deswegen hat der Herr uns mehr Zeit gegeben. Okay, but let's see what happened then. Aber lasst uns schauen, was dann geschah. So he left Jerusalem, now verse 13. So, er hat Jerusalem verlassen und jetzt Vers 13. And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward was there, whose name was Erijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah. And he took Jeremiah the prophet, saying, Thou fallest away to the Chaldeans. So what is he charging Jeremiah now with? So, was beschuldigte er den Jeremia? Going to the enemy. Yes, he's basically treason, right? Yes. Verrat. And are there examples in the Bible that God's people will be charged with treason? Gibt es Beispiele in der Bibel, wo Gottes Volk mit Verrat beschuldigt wird? Yes. Yes. Luther, yes. So Luther, Paul, yes. Paulus, Yes. Christus. Exactly. So I also brought exactly these three examples here in the notes. Okay. Gerade diese drei Beispiele sind hier in den Notizen. So let's read the first quote. So lass uns diesen ersten Zitat hier It's lesen. about Paul. Spricht über Paulus. It says, when he was before the kings, Also okay, als er vor die Königin stand, it says, in his speech, Tertullus charged Paul with crimes which, if proved, would have resulted in his conviction for high treason against the government. Okay? And also, next quote, it's about Luther. nächster Zitat spricht über Luther. So you see Luther there in boldface, and then just go to the next boldface. So Luther in den ersten Fettgedruckte und dann in der nächsten Fettgedruckte. And the Romans said, it is high treason against the church to allow so horrible a heretic to live 1 hour longer. Let the scaffold be instantly erected for him. Okay, so here we can also see he was considered to be a treasoner. So hier können wir auch sehen, dass er betrachtet würde als einer, der Verrat begangen hat. And next quote, speaking about Jesus, Und der nächste Zitat spricht über Jesus. says, treason against the Roman government was the alleged crime for which Jesus was executed. Okay, so therefore we can see, and there are many other illustrations in the Bible and also in the spirit of prophecy to show
that God's people will be charged with treason. Und es gibt mehrere Darstellungen in der Bibel und in der Geist der Weissagung, die zeigen, dass Gottes Volk mit des Landesverrats beschuldigt wird. And it is when you're delivered up, will be a charge against you, because this was the case with these three Ausgeliefert wird, dann examples here. gerade dieses Anklage wird gegen dich gebracht werden, denn das war auch der Fall mit diesen 3 Beispielen. Yeah, so let's see whether this is true here also in Jeremiah's case. So, lasst uns schauen, ob dies auch der Fall ist in der Fall von Jeremia. So he was charged with treason. Now verse 14 Vers 14 jetzt. says, Then said Jeremiah, It is false. I fall not away to the Chaldeans. But he hearkened not to him, so Erijah took Jeremiah and brought him to the princes. Where did he bring him? Wo brachte er ihm hin? To the state power. He reports him now. Right? Staatsmächten, also er hat ihn gemeldet. He delivered him up. Er hat ihm ausgeliefert. Verse 15. Vers 15. Wherefore the princes were wroth with Jeremiah and smote him and put him in prison in the house of Jonathan the scribe, for they had made that the prison. Okay, so this is here now when he gets, so he leaves here in this time Jerusalem, and here he now gets charged with treason, gets delivered up and put in prison, right? Also hier verlässt er Jerusalem, hier wird er ausgeliefert, mit den Verrats beschuldigt und ins Gefängnis gebracht. Yes, everybody sees this? Kann jeder das sehen? Okay, and it's also interesting, Sister White says this guy here that delivered him up, he was the son of a false prophet. Und es ist auch interessant hier, Ellen White sagt, dass derjenige, der ihn auslieferte, war der Sohn eines falschen Prophets. Okay, so and we understand it's these false prophets that will report you, that will deliver you up. Und wir Okay. verstehen, dass es diese falschen Propheten hier sind, die dich melden werden, die dich ausliefern werden. Okay, and what did the princes do to Jeremiah? Was taten die Prinzen den Jeremianen? Verse 15 it Vers said, 15, es sagte, Wherefore the princes were wroth with Jeremiah and smote him and put him in prison. So they smote him. Right? so, sie haben ihn geschlagen. And in Mark 13 verse 9 it says, In Markus 13, Vers 9 sagt es, But take heed to yourselves, for they shall deliver you up to councils, and in the synagogues ye shall be beaten, Yes. and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for testimony against them. Okay, I mean here it says now in the synagogues you shall be beaten, but just the same point in time. When you're delivered up, the princes and the God's people will beat you. so hier sagt es, ist in den Synagogen, wo du geschlagen wirst, aber es ist dasselbe Prinzip, wo du ausgeliefert wirst, da wirst du geschlagen werden. And Sister White says, yeah, she comments on this verse and she says, this will not only mean, in the future, will not only mean to be beaten with words, but literally they will beat you. Okay. Ellen White spricht gerade über diesen Zitat und sagt in der Zukunft, sie werden dich nicht nur mit Worten schlagen, sondern auch buchstäblich schlagen. You've got that thing in Isaiah, right? Hath he smitten him as he smote those that smote, had that riddle. Mhm. But the Lord's taken, okay, yes, this smiting that you got, don't worry about it, because it's nothing like the smiting they're going to get for doing this to you. So, Jesaja 15, no, 27. so Yes. Jesaja 27, es sagt, habe ich euch geschlagen, so wie ich sie geschlagen habe, und natürlich nichts. Im Grunde sagt der Herr, kümmert euch nicht darum, weißt du, wie sie euch behandeln, weißt du, es ist gar nichts gegenüber, wie sie behandelt werden, wenn es auf ihren eigenen Köpfen zurückkommt. Okay. Because so you mentioned Peter, right? Also Petrus wurde erwähnt, Because the angel came in and smote Peter, weil der Engel kam ins Gefängnis und hat Petrus geschlagen. but the same angel that smote Peter smote Herod. Aber derselbe Engel, der Petrus geschlagen hat, hat auch Herodes geschlagen. And Herod suffered a terrible retribution for that. Aber Herodes hat ein schreckenhafter Tod erlitten deswegen. That's true. Okay, so therefore we can see here Jeremiah leaves Jerusalem, here Jeremiah gets now reported and delivered up. Also hier können wir sehen, Jeremia verlässt Jerusalem und hier wird er gemeldet und ausgeliefert. Okay, and then verse 16 onward Jetzt, Jeremia 37, Vers 16 und weiter. says, When Jeremiah was entered into the dungeon and into the cabins, and Jeremiah had remained there many days. How long was he there in the dungeon? No? Wie lange war er in dem Kerker? Many days, right? Viele Tage. 300 days. Yes. Or 1260 also. Oder 1260. So let's just in Daniel
Daniel 11, yeah, let's go to Daniel 11. Daniel 11, lasst uns da hin. In the German Bible it doesn't translate well, but in the King James it does. In der deutschen Bibel, das übersetze ich nicht so gut. I think they're both valid though, Lawrence, because remember, Yes. the two voices of the two temple cleansings, so it's the same thing. Okay, Daniel 11, in verse 31 the papacy is set up, right? In Vers 31 ist der Papsttum aufgestellt worden. And then verse 33 speaks about this papal time period, and it says, Vers 33 spricht über diese päpstliche Zeitperiode und es sagt, and they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil many days. Right? So the many days is this 1260. viele Tage, das ist diese 1260. 35? Yeah, Vers 35 sagt es sogar. that's 35. Could teach you to the time of point. Es bringt Yes. zum bestimmte Zeit hin. Okay. In verse 35 it says, and some of them of understanding shall fall, to try them and to purge, and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. Yes. Okay, so the many days bring you to the time appointed, Diese viele Tage bringen dich zur bestimmten Zeit hin. or the time of the end. Der Zeit des Endes. So therefore this is this 1260 where he's now in prison. Deswegen ist diese 1260, wo er im Gefängnis ist. And let's see now, at the end of this 1260, what happens. Und lass uns schauen, was geschah am Ende dieser 1260. Verse 17 Zurück in den Notizen, Vers 17. says, then Zedekiah the king sent and took him out, and the king asked him secretly in his house, and said, is there any word from the Lord? And Jeremiah said, there is. For said he, thou shalt be delivered into the hand of the king of Babylon. So what did Zedekiah do? So was tat Zedekia? He sent and took him out of the prison, Er right? hat gesandt und ihn aus dem Gefängnis geführt. Who else got called out of the prison by the king? Wer würde noch aus dem Gefängnis von der König gerufen? Joseph, yes. Josef. Yeah. So let's go to Genesis 41. So lass uns zu 1. Buch Mose 41 gehen. Verse 14. Vers 14. 41, 14. Genesis 41, verse 14. It says, then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon. And he shaved himself and changed his raiment and came in unto Pharaoh. Okay, so here we see also Joseph was in the dungeon, Jeremiah was in the dungeon. So hier können wir sehen, Josef in den Kerker, wie Jeremia auch in den Kerker. And where did he come out? Und wo ist er herausgekommen? Because when he came out, what did he do to Pharaoh? Denn als er herauskam, was tat er zum Pharao? He gave him the prediction, right? Er hat ihm die Vorhersage gegeben. Yeah, because he now gave him the interpretation. Er gab die Auslegung des Traums. When did Daniel give Nebuchadnezzar the interpretation? Wann hat Daniel Nebukadnezar die Auslegung gegeben? Huh? Okay, Daniel 2, let's go to Daniel. Moment also Daniel 2. Daniel 2, gehen wir dahin. In verse 19. Daniel 2 in Vers 19. It says, then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Right? So, where did Daniel receive the understanding of the dream? So, wo hat Daniel dieses Verständnis des Traumes erhalten? Die Revelation. At the revelation, right? Die Offenbarung. Okay, so this is the revelation, right? Es ist hier, die Offenbarung. Because before, what happened to Daniel? Denn was geschah mit Daniel zuvor? Death decree. Yeah, the death decree, and then he came before the king the first time, and Todesdekret. what did he ask? Dann kam er vor dem König das erste Mal und wonach bittete er? Also he um asked Zeit. some time, for time, right?
And what did he do during this time? Was hat er während dieser Zeit getan, die er erbittet hat? He prayed with his 3 friends, Er right? betete mit seinen 3 Freunden. Okay, and then the secret was revealed, and at the end he could now stand before the king and give the prediction. Und dann würde dieses Geheimnis geoffenbart worden und am Ende konnte er vor dem König stehen und die Vorhersage zu geben. Okay, so therefore, the revelation is here at the end, So right? deswegen die Offenbarung ist hier am Ende. And with the 3 Hebrew boys Mit die 3 Hebräern, in Daniel chapter 3, where was the revelation? in To Daniel them. Kapitel 3, wo war die Offenbarung für sie? Yeah, the fiery furnace, In right? das Feuerofen. Okay, so and that's important, yeah. This gives us the pattern and clearly shows us where the revelation will take place. It's at the very end, Und right? das ist wichtig, das gibt uns die Muster hier, dass wir sehen, dass die Offenbarung gerade am Ende stattfindet. Because a few days ago somebody contended in the chat group that you always have a revelation whenever the Lord reveals something to you. Denn vor ein paar Tagen jemand hat den Argument in diesen Chatgroups gebracht, dass du hast immer eine Offenbarung von Gott, wenn er dir was offenbart. And obviously the principle is true, yeah, whenever you understand something new it's a revelation, okay? Natürlich, das Prinzip ist richtig, dass wenn immer du was Neues verstehst, das ist eine Offenbarung. But what they don't understand is prophecy and principle, okay? Aber sie verstehen nicht den Unterschied zwischen Prophetie und Prinzip. So the prophecy clearly points you to a specific point where it's fulfilled, and then you can also take the principle of it and apply it in a general term. So der Okay. Prophetie weist dir auf eine bestimmte Punkte in der Zeit, wo diese Prophetie erfüllt wird. Aber natürlich kannst du diesen Prinzip nehmen und im Prinzip ist anderswo anwenden, In einem allgemeinen Sinn. im allgemeinen Sinn. So, and this is important that we understand this. Und es ist wichtig, dass wir dies verstehen. Okay, so when we go back to Jeremiah 37 in our notes, So, wenn wir zurück zu den Notizen gehen, Jeremia 37, so Joseph, when he was brought out of prison, it was then here, right at the end of the revelation. Josef, als er aus dem Gefängnis gebracht worden ist, es ist hier am Ende der Offenbarung. To give now the king the word of the Lord. Um den König das Wort des Herrn zu geben. In Jeremiah, he also now, after the many days, gets out of prison to give Zedekiah what? Und Jeremia auch nach vielen Tagen kommt aus dem Gefängnis, um den König was zu geben? The word of the Lord, right? The Das Wort prediction. des Herrn, die Vorhersage. And he tells him, you will be delivered into the hand of Babylon. Und er sagt ihnen, du wirst in den Händen der Babylonier geliefert werden. Okay, so therefore this is also Jeremiah. So deswegen ist das auch Jeremia hier, der aus dem Gefängnis kommt. Okay, and let's continue. So, Vers lesen wir 18. weiter. Vers 18. Moreover, Jeremiah said unto the king Zedekiah, what have I offended against thee, or against thy servants, or against this people, that ye have put me in prison? Where are now your prophets which prophesied unto you, saying, the king of Babylon shall not come against you, nor against this land? So what is he basically saying now? He's standing here, So, er steht hier und was sagt er and jetzt? says, where are now all these false prophets? So, wo Okay. sind denn all diese falschen Propheten? Because what happened to the false prophets? Denn was geschah mit den falschen Propheten? Line upon line. Linie auf Linie. Yes, the false prophets got smitten, right? Die sind erschlagen worden. That's Zechariah 11. Zechariah 11 ist das. Okay, so no false prophets are there anymore, and Keine now falschen Propheten sind da jetzt. you give him the true message. Und du gibst den wahren Botschaft. Therefore, hear now, I pray thee, O my lord the king, let my supplication, I pray thee, be accepted before thee, that thou cause me not to return to the house of Jonathan the scribe, lest I die there. Then Zedekiah the king commanded that they should commit Jeremiah into the court of the prison, and that they should give him daily a piece of bread out of the baker's street, until all the bread in the city was spent. Thus Jeremiah remained in the court of the prison. Okay, so he was not put back into the prison, but he was in the court of the prison. So, Okay. er war nicht wieder in den Gefängnis geworfen worden, sondern nur in den Hof des Gefängnisses. And daily a piece of bread was provided to Und him. täglich ist ihm Brot gegeben. I So wonder if it's like, after 6 years, you get set free, but it's not until the end of the 7th year, Yes. which is this time, so it's something similar to like Yes. he's Still set in- free from prison, yes, but he's still in the the court. court of the Yes. prison. Yes. Yeah. So es ist auch dieses Gesetz, wenn du
ein Sklave bist, nach 6 Jahren sollst du freigesetzt werden, aber du kommst nicht wirklich frei bis zum 7. Jahr. Und das ist am Ende der 7. Jahr. Und das ist so ähnlich hier. Also der ist befreit worden von der Gefängnis, aber noch im Hof des Gefängnisses, also nicht wirklich frei. Nice. And I mean, I don't really understand prophetically what it means that he now receives this daily bread, but Prophetisch gesehen weiß ich nicht genau, was das bedeutet, dass er jetzt hier täglich dieses Brot hier hält. but it's definitely Jesus says, yeah, the Lord's Prayer. It says, how does it go in English? The Give daily me bread. this day my daily bread. Yes. So, Ja. aber es ist auf jeden Fall gemäß den Vater unser, es sagt, gib mir heute mein tägliches Brot. So the Lord definitely sustains you here. So der Herr auf jeden Fall erhält dich in dieser Zeit. At the end, in Amos chapter 8, it says there's a famine in the land. You can't find it anymore. Ah, So yes. it's probably that's what it's. He stays there until the bread is done. So, Amos 8 es sagt, es gibt eine Hungersnot im Land, kein Brot mehr. Also er bleibt da, bis das Brot alle ist. Yes. Okay, but if all these things hold true, Und wenn all das, was wir dargelegt haben, wohl wahr sind, then we can see that we are in this short time of peace here. Okay, dann können wir erkennen, dass wir in dieser kleinen Zeit des Friedens, diese kurze Zeit des Friedens hier and this is sind. the time where we should come out of Jerusalem. Das Okay, ist der Zeit, wo wir aus Jerusalem herauskommen sollen and flee into the refuge city, obviously, und right? in den Zufluchtsstadt flüchten. So in the literal sense, it means to come out of the cities and go into the countryside. Und buchstäblich heißt das, aus den Städten herauszukommen, ins Land zu gehen. In the spiritual sense, it means to come out of this system, this worldly system, and flee to Christ, right? Und im geistlichen Sinne, es heißt, aus diesem weltlichen System herauszukommen und zu Christus zu flüchten. Meaning that obviously it doesn't mean you need to stop working now, but it means the worldly, not according to worldly principles. Okay. Und das heißt nicht, dass wir aufhören zu arbeiten jetzt, aber nicht mehr gemäß weltlichen Prinzipien. So we need to really learn to put on in practice all the godly principles in our daily labor. Okay. Wir müssen lernen, all diese göttlichen Prinzipien in unserem Alltag hineinzubringen. And to have this close connection with Christ. Diese We are enge Verbindung in mit the refuge Christus city. zu haben, Okay. also in den Zufluchtsstadt. All right. So because it says it will surely come. So don't allow yourself to get deceived, because you can be sure that Satan will tempt you now with all these messages that say, peace and safety, okay, it will not come. Ja. Es wird gewiss kommen und Satan wird natürlich kommen mit all diese Sicherheits- und Friedensbotschaften, die sagen, es wird nicht kommen. But it will come suddenly and unexpectedly. Aber es wird Okay. plötzlich und unerwartet einbrechen. Yes. Gerade wo sie Friede und Sicherheit schauen, kommt plötzliche Zerstörung. Okay, so that's important that we keep these things in mind and that we use now this time here in order to get prepared for what is ahead of us. Es ist wichtig, dass wir diese Zeit nutzen, dass wir uns vorbereiten auf diese Zeit, der uns bevorsteht. Amen. Amen. Okay. Then, if there are no further questions, then let's close with prayer. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann lass uns mit Gebet schließen.